WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Hamburg, hier auf der Hanse Spirit 2019, gemeinsam mit Leon Schuster von den Malt Mariners. Wir haben schon einmal ein Video gedreht, wir haben schon mal auch einen Livestream gemacht. Ja. Mensch, Leon, erzähl mal, was heißt denn euer Name und warum macht ihr Whisky-Verkostungen? Ja, Malt Mariners ist ein bisschen entstanden aus dem Thema Reisen, in der Gegend rumreisen, Whisky trinken. Deswegen die Mariners, weil wir auch im Norden natürlich Tastings machen. Deswegen so ein bisschen das maritime Logo, das maritime Thema. Und Malt Mariners natürlich, weil wir angefangen haben mit Malt Whisky. Mittlerweile machen wir natürlich noch viel, viel mehr. Haben jetzt auch Bourbon mit reingenommen. Hast du auch ein bisschen positiv mit beeinflusst. Asiatische Whiskys machen wir natürlich auch viele. Also die Range ist größer geworden. Mittlerweile nicht mehr nur Malt Whisky. Gut. Ihr habt jetzt auch selbst einen YouTube-Channel. Warum macht ihr das? Du machst mit Pat zusammen, oder Patrick? Genau, Paddy, also mein Kollege, der sozusagen... Paddy, sorry. Ja, wir haben angefangen, YouTube-Videos zu machen, einfach weil es mega Spaß macht. Brauche ich dir nicht zu sagen. Und weil wir einfach Lust haben, ein bisschen Whisky zu trinken, ein bisschen Entertainment zu machen, ein bisschen Shenanigans und ja, weil es einfach viel Laune macht. Genau, ihr macht schon ein bisschen Shenanigans dabei. Ich mache unabsichtlich manchmal Doofheiten, aber ihr macht mit Absicht ein bisschen hier Lust und Spaß und Freude und das ist eine sehr schöne Sache. Nun, was ihr macht, ist auch sehr oft, ihr geht zu Menschen hin und ihr macht dort vor Ort Verkostungen. Genau. Wie läuft das ab? Stell mal vor, ich bin Beginner. Ich sage, ich kenne mich mit Whiskys nicht aus, bring mir das bei. Wie läuft das ab? Was bringt ihr mit? Erzähl mal. Also wir sprechen uns natürlich erstmal mit dir ab und fragen, was möchtest du machen. Wenn du ein Beginners-Tasting machen möchtest, dann versuche ich natürlich eine Range aufzustellen, die die Bandbreite von Whisky aufzeigt, damit du verschiedene Aromen rausschmecken kannst, damit du die verschiedenen Fassarten kennenlernst, Rauch, nicht Rauch. Wir bringen eine Leinwand mit, einen Beamer, machen eine schöne Präsentation mit Bildern aus Schottland. Zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Scotch-Tasting machen und erzählen natürlich ein bisschen was über Whisky, über die verschiedenen Arten, wie man Whisky verkostet idealerweise. Was man rausholen kann. Super. Nun stell mal vor, ich bin beim zweiten Verkostung. Ich habe festgestellt, ich mache gerne Sherry. Was macht der nun mit mir? Ja, dann werden wir das Tasting natürlich ein bisschen anpassen, deinem Geschmack. Dann versuchen wir natürlich so die Brennereien mit reinzunehmen, die berühmt-berüchtigt für Sherry sind. Vielleicht auch mal ein paar Geheimtipps, mal eine richtige Sherry-Bombe, eine Fassstärke vielleicht auch mal, damit auch dann sozusagen sich auch hier wieder der Horizont noch mal mehr erweitert und dann kann man noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Gut. Und natürlich das Gleiche auch mit Torf oder das Gleiche mit Japanisch oder das Gleiche mit Bourbon. Also, was war der exotischste oder ungewöhnlichste Wunsch bisher, was denn durch ein Tasting zustande gekommen ist? Der ungewöhnlichste Wunsch? Genau, denk. Ja, sehr, sehr gute Frage tatsächlich. Ich würde mir sogar fast wünschen, dass die Leute noch ein bisschen ungewöhnlichere Wünsche hätten, weil es ist natürlich sehr viel Regionentasting, Rauch, Whisky, aber das ist auch okay, weil es ist natürlich auch spannende, schöne Geschichten, aber ja, fordert uns gerne heraus. Also ich bin immer offen für neue Sachen, mich auch sozusagen weiterzubilden. Super. Genau, meine Jungs haben gesagt, ich habe extra da viel Scotch für dieses Jahr gekauft und die sagen, nee Jason, wir wollen einen Weltwhisky haben. Und ich sage, die wollen Taiwan, die wollen Japan, die wollen Indien haben, ich sage, oh Leute, also Mensch. Und das hat man nicht immer alles liegen. Da muss man tatsächlich neu kaufen und neu schauen und das war schon, wo man sich ein bisschen hineinlesen muss. Ja. Aber die haben gesagt, Jason, wir wollen Exoten haben. Ich sage, okay, aber das war schön, das fordert einen heraus, man muss ein bisschen da lernen. Genau. Ihr seid jetzt hier auf meinem Stand, was ist der Sinn und Zweck von diesem Stand hier auf der Hanse Spirit? Zum einen natürlich die Leute mit uns bekannt zu machen, dass sie ein bisschen was erfahren können über unsere Veranstaltungen, eine größere Range von Whiskys verkosten aus verschiedenen Regionen der Welt mit verschiedenen Aromen, dass wir auch ein bisschen zeigen können, wer wir sind und den Leuten einfach ein bisschen schnacken, ein bisschen Whisky trinken und Spaß haben. Super. Und nur eine letzte Sache, ich möchte euch buchen. Ja. Wo kann ich euch buchen? Wie mache ich das? Am einfachsten natürlich auf der Website www.malt-mariners.com. Buchstabier mal Mariners. M-A-R-I-N-E-R-S. Danke, ich bin manchmal doof, aber es hilft manchmal. Und was kostet so eine Regional Whisky, also 5 wahrscheinlich oder 6, keine Ahnung, aus Schottland und ich habe 8 Leute denn da, Pi mal Daumen ohne Fahrtkosten, was kostet mich so ein Abend? Also wenn du jetzt ein Einsteiger-Tasting machen würdest, die Region von Schottland, legen wir bei 8 Personen ungefähr bei 550 €, da ist dann alles inklusive, Brot, Schokolade, das Whisky-Tasting, genau. Super, Schokolade, ich mag keine Schokolade, warum Schokolade? Ja, das ist ganz gerne gesehen beim Pairing, dass man so ein bisschen bei den Raucher- und Sherry-Whiskys passt Schokolade mit dazu. Das musst du natürlich aber nicht machen. Wasser. Rauchige Whiskys und Schokolade, das war wahrscheinlich mein Problem. Ja, genau. Bei mir gibt es selten rauchige Whiskys.
Stimmt, magst du nicht, genau. Ich erinnere mich. Ja, genau. Und bei Bourbons mache ich auch ab und zu Schokolade. Praline und Bourbon kann manchmal auch hervorragend sein. Und meine Jungs sagen, Jason, lass mich bloß in Ruhe mit deinem Bourbon-Wahn. Ja, also von daher ist auch gut. Schön, WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ich tue etwas Gefährliches, ich gebe dir ein Mikrofon. Jetzt musst du mich was fragen, denn du bist YouTuber. Das ist eine sehr gute Frage, was ich dich fragen möchte. Was wären momentan deine Geheimtipps in Sachen Bourbon? Was sollte man gerade auf jeden Fall mal probieren? Bourbon, oh ja, du darfst ein Mikrofon halten. Also, ich würde echt einfach Standarddinge sagen. Wenn man ein Stag Junior bekommen kann, lecker, lecker, lecker. Okay. Man merkt schon, dass ich ein bisschen länger dabei bin, weil der Fassstärken, der immer wieder durchkommt. Bookers, lecker, lecker, lecker. Ja, haben wir auch da, sehr geil. Genau, Elijah Craig Barrel Proof ist echt einfach mal genial. Und wenn ich einfach mal einen Tipp geben darf, einfach mal am Maker's Mark. Normal wie auch Cast Strength, auch lecker, lecker, lecker. Okay, cool, Dankeschön. Wir sagen hiermit Tschüss von der Hanse Spirit 2019, WhiskyJason, bye bye und Leon Schuster von den Malt Mariners. bis später.